Hallo, ich begrüße euch zu einem leider sehr verspäteten Video. Eigentlich sollte dieses Video schon letzte Woche online kommen, aber das Wetter, Leute, es ging einfach nicht. Heute in der letzten Folge von Alles Neu geht es nämlich um meinen Balkon. Der wurde extrem vernachlässigt, also der sieht wirklich richtig schlimm aus. Ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube auch Frühjahr letztes Jahr, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, da habe ich noch diese Kästen, die da außen hängen, habe ich noch irgendwie ein bisschen bepflanzt. Ich weiß auch, da hatte ich auch eine kleine Tomate, wo auch tatsächlich dann Tomaten dran waren. Aber irgendwann habe ich das einfach so extrem vernachlässigt und da war es ja auch noch so extrem heiß, dass ich auch überhaupt gar keine Lust hatte, weil es auch irgendwie nicht so viel gebracht hatte, mich dann darum zu kümmern. Jedenfalls sieht der Balkon halt nicht sehr gemütlich aus. Und das möchte ich natürlich ändern jetzt für den anstehenden Sommer. Und ich hatte schon geplant, dieses Video vor Ewigkeiten zu drehen. Aber ihr wisst ja alle, wie der Mai vom Wetter her war. Es hat einfach jeden Tag geregnet. Und wenn es nicht geregnet hat, dann hat es gestürmt ohne Ende. Vor einer Woche ungefähr war zum Beispiel auch so ein Tag, da hat es dann mal nicht geregnet. Da kam dann auch am Vormittag ein bisschen die Sonne raus. Und dann habe ich gedacht, so jetzt kann ich es endlich machen. Und habe auch angefangen. Aber es war so windig. Es hat so krass gestürmt, es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich habe 2 Kästen gemacht und habe dann wieder aufgegeben. Also ein bisschen Spaß soll das Ganze ja auch machen, ne? Also ich habe mich für dieses Video eigentlich gesehen, dass ich ja schön in der Sonne ein paar Sonnenstrahlen einfangen kann und dabei einfach den Balkon schön machen kann, aber das ist aktuell einfach nicht möglich. Deswegen sitze ich gerade auch nicht draußen, sondern drinnen, weil es regnet zwar nicht und es kam eben so ein bisschen die Sonne raus, aber es ist halt auch einfach noch verdammt kalt. Ich war vor einiger Zeit schon einkaufen im Gartencenter und habe ein bisschen was besorgt. Und zwar habe ich ein paar Kräuter besorgt. Die habe ich tatsächlich auch schon eingepflanzt. Ich habe nämlich einmal Minze besorgt und Oregano war das, genau. Ich musste gerade überlegen. Ich hätte gerne auch noch Rosmarin gehabt, gab es aber da leider nicht. Da habe ich jetzt nur die 2 mitgenommen. Und dann habe ich in einen Kasten 3 so kleine Tomatenpflänzchen eingesetzt. Außerdem habe ich noch ein kleines Olivenbäumchen besorgt. Ich wollte eigentlich, ursprünglich war mein Plan so ein Zitrusbäumchen. Aber dann habe ich die Olivenbäume gesehen und habe gedacht, okay. Und habe auch gelesen, dass die Oliven halt auch ein bisschen pflegeleichter sind und auch eher oder leichter durch den Winter zu bringen sind als jetzt die Zitrusbäumchen. Außerdem habe ich dann auch noch Blümchen gekauft für 3 der Kästen. Wie heißen die denn? Blumenkästen? Jedenfalls, wir haben insgesamt 5 Stück davon am Balkon hängen und 2 habe ich ja mit Kräutern und Tomaten schon gemacht und 3 sind noch frei und da wollte ich Blümchen reinmachen. Da habe ich nämlich einmal hier dieses Ding hier besorgt. Die heißen anscheinend Campanula, diese Blumen. Das sind so 6 kleine Töpfchen mit denen und ich dachte 3 in, ich kann gerade nicht, in 2 Töpfe jeweils 3 Stück machen und dann habe ich auch noch 3 von diesen Pflänzchen hier besorgt, das sind so kleine gelbe Blumen und die, ich habe das Ganze ja schon für etwas längere Zeit im Gartencenter gekauft und das stand halt jetzt dann alles draußen und an zu wenig Wasser kann es nicht liegen, weil es hat ja ständig geschüttet, wie aus Eimern. Aber irgendwie, vielleicht hätte ich sie doch vorher einpflanzen sollen oder so, aber sie haben ein bisschen gelitten. Aber halt auch nur die gelben, also hier die lilanen sehen noch aus wie frisch aus dem Gartencenter. Aber diese hier nicht mehr ganz so sehr. Ich habe erst überlegt, die dann halt wegzutun, aber ich probiere es einfach nochmal, vielleicht bekabbelt die sich noch. Und wie gesagt, an zu wenig Wasser kann es nicht liegen. Ja, ich mache jetzt einfach die Kästen, die Blumenkästen schön. Mache das jetzt hier drinnen. Ich hatte eigentlich dann auch vor, also für dieses Video, dann halt auch den Tisch schön herzurichten. Und das lohnt einfach nicht, weil ich glaube, es fängt gleich schon wieder an zu regnen. Stattdessen seid ihr jetzt dabei, wie ich hier die Balkonkästen fertig mache und ich dachte, ich erzähle euch dabei einfach so ein bisschen. Aber erstmal muss ich die anderen Kästen reinholen und leer machen und damit ich die befüllen kann.
Guckt euch meinen wunderschönen grünen Daumen an. Wahnsinn, oder? Ja. Wie mache ich denn das jetzt, ohne hier alles zu versauen? Okay. Oh. Das ist aber auch beknackt, ne? Oh. So. Jetzt aber. Ich hatte auch mal so coole, okay, Gartenhandschuhe, die sind aber irgendwie verschütt gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Deswegen muss ich das jetzt hier alles mit den Händen machen. Oh, es ist vor allem Wasser drin. Oh, okay. Erde. Ich habe noch einen angebrochenen Sack. Alles rein. Müssen die noch höher? Ja, die müssen höher. Ne? Okay. So, ich glaube, es wird chaotisch. Wenn ich aufhöre zu rascheln, erzähle ich euch ein bisschen was. Also, ich habe jetzt auch keine großen Neuigkeiten zu verkündigen oder so. So klingt das gerade, wenn ich sage, ich erzähle euch was. Nee, im Prinzip wollte ich einfach nur so ein bisschen darüber quatschen, wie es jetzt hier mit diesem Kanal weitergeht. Denn ich glaube, diejenigen, die meine Videos schon länger gucken, die haben jetzt gerade so in den letzten paar Monaten eine kleine Veränderung vielleicht bemerkt. Nämlich in der Form, dass es keine Vlogs mehr gab hier auf dem Kanal. Und ich auch sonst, ja, so ein paar Infos zurückgehalten habe, die ich sonst eigentlich immer hier geteilt habe. Wie jetzt beispielsweise mein Sohn. Und da hat aber einfach in mir so eine kleine Veränderung einfach irgendwie stattgefunden, dass ich gemerkt habe, nee, eigentlich will ich das gar nicht mehr so. Ich will gar nicht mehr so super private Einblicke geben. Gerade halt auch, was das Kind angeht. Kann und soll ja auch jeder so machen, wie er es für richtig hält. Und für mich hat sich, oder für uns, mein Mann ist da ja natürlich auch beteiligt, hat sich alles so, wie es bisher war, richtig angefühlt und haben uns wohl mitgefühlt, sagen wir mal so. Aber irgendwann war halt für mich der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, ich fühle mich da nicht mehr wohl mit. Einfach auch, weil der Kleine immer älter wird und ich halt nicht möchte, dass er halt irgendwann in ein paar Jahren da steht und denkt, okay, das ist mir voll peinlich und ich will nicht, dass man mich so gesehen hat. Und, ne, einfach um seine Privatsphäre ein bisschen zu schützen, habe ich halt für mich einfach beschlossen, okay, so wie es jetzt vorher war mit den Vlogs, wird es das hier nicht mehr geben. Einfach, weil ich mich damit nicht mehr so wohl fühle. Und so die Vlogs generell habe ich dann halt sein gelassen, weil ich es halt einfach schwierig finde. So das Thema Mama sein und Kinderbeschäftigung, das nimmt natürlich einen riesengroßen Platz in meinem Leben ein, das ist ganz klar. Und dann ist es halt irgendwie schwierig zu vloggen, wenn ich sage, nee, ich zeige diesen Teil nicht mehr. Deswegen gab es jetzt hier in letzter Zeit keine Vlogs mehr. Aber ich muss halt auch dazu sagen, dass es mir eigentlich irgendwie so ein bisschen fehlt. Da stehe ich jetzt so vor dem Punkt, was vlogge ich denn dann? Ich muss auch gestehen, dass ich generell gerade so ein bisschen in so einer kleinen Trockenphase bin, was so YouTube angeht, in dem Sinne, dass ich habe ja lange Zeit hauptsächlich so Mama-Themen gemacht und habe dann ja auch angefangen, so ein paar mehr Sachen in Richtung Haushalt zu machen. Auch jetzt nicht nur auf die Speiseplanung bezogen, sondern so generell. Und da habe ich auch Spaß dran, ich mache das auch gerne, aber es ist halt nichts, was ich nur machen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Ich will halt nicht so ein reiner Haushaltskanal sein, weil, ja, das bin halt auch nicht ich. Man muss halt sagen, dass es bei YouTube halt so ein bisschen schwierig ist, wenn man keine klare Nische besetzt, sondern Videos zu Themen aus verschiedenen Bereichen macht. Das ist dann immer so ein bisschen schwer für solche Kanäle zu wachsen. Und das ist für mich, sage ich jetzt halt auch ganz ehrlich, natürlich auch ein Ziel hier mit diesem Kanal. Ich möchte natürlich wachsen, sonst würde ich das alles ja auch gar nicht so machen. Merkt ihr vielleicht, da stehe ich dann vor so einer kleinen, was mache ich denn jetzt? Ich will ja nicht nur
das ist halt mein Problem. Ich will halt nicht nur ein Thema machen. Ich will halt irgendwie so ein bisschen vielfältiger sein und mehrere Sachen machen. Halt die Sachen, an denen ich Spaß habe, die mich interessieren, auf die ich Lust habe. Ob das jetzt mal irgendwie Mama-Thema ist oder ein Haushaltsthema oder was ganz anderes. Ja, da stehe ich gerade irgendwie so ein bisschen und weiß nicht genau, was mache ich denn jetzt. Und was ich hier mache, weiß ich auch gerade nicht, weil irgendwie sieht es nicht schön aus. Also was ich gerne wieder mehr machen würde, ich liebe die Food Hauls, die mache ich total gerne, genauso wie die Speiseplanung. Wobei, ich habe das schon mal in einem Video gesagt, die Speiseplanungsvideos, so wie ich die gemacht habe mit den kompletten Rezepten, die sind so aufwendig. Man sieht das, glaube ich, gar nicht, was für ein riesengroßer Aufwand das ist. Schon allein die Küche dann ausleuchten und so, wenn ich eigentlich dann halt ganz normal koche, bis mal das ganze Equipment mit Lichtern und so aufgebaut ist, das frisst halt Zeit, ne? Und dann immer verschiedene Kameraeinstellungen beim Kochen und so. Also das ist dann halt nicht, ich koche und lasse dabei einfach die Kamera laufen, sondern da steckt halt nochmal ganz viel mehr dahinter. Bei allen Videos übrigens. Meistens ist es wirklich viel mehr, steckt da viel mehr Arbeit drin, als es vielleicht auf den ersten Blick vermuten lässt. Deswegen nur mal so als kleine Anmerkung, freue ich mich immer sehr, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, und einen Kommentar, weil das hilft einfach ungemein. Einerseits freue ich mich natürlich darüber, andererseits ist das für den Algorithmus natürlich toll, wenn er merkt, okay, da sind viele Daumen nach oben und viele Kommentare. Es regt zur Interaktion an, dieses Video. Ja, das nur mal so als Dings. Also ich mache mir da halt echt viel Mühe, viel Arbeit mit den Videos und dann ist es natürlich toll, wenn dann auch noch was in Form von Kommentaren und Daumen nach oben zurückkommt. Da freue ich mich sehr drüber. Ich habe den Faden verloren. Ich fürchte, die Erde wird nicht reichen. Nein. Ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Ich möchte auch wieder gerne zu so ein paar, weil ich ja über Food Hauls und Speiseplanung gesprochen habe, ich möchte auch gerne wieder zu so ein paar Klassiker-Videos irgendwie wieder zurückgehen. Ich möchte gerne wieder mal so mehr Food Diaries machen. Vielleicht auch mal wieder Favoriten. Also es soll halt irgendwie wieder mehr, so ein bisschen mehr in die Richtung, nicht nur reines Mama-Leben gehen hier, wobei ich weiß, natürlich interessiert das viele, sondern aber auch eher einfach so, ja, um mein Leben. Versteht ihr? Ich bin ja mehr als nur Mama. Ich bin halt nicht nur Mama. So, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ich bin gerne Mama und ich liebe es, Mama zu sein. Aber das ist ja nicht alles, was mich ausmacht und was ich bin. Handschuhe wären schon geil, ne? Kasten Nummer 1. Erde wird definitiv nicht reichen. Habe ich Lust, jetzt heute noch mal rauszugehen und Erde zu kaufen? Nein. Falls ihr irgendwelche konkreten Videowünsche habt, was jetzt nicht eins von dem ist, was ich eben schon genannt habe, schreibt es sehr gerne hier in die Kommentare. Und dann kann ich das vielleicht berücksichtigen. Es ist keine gute Idee, sowas im Wohnzimmer zu machen. Was ich auch noch sagen wollte, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist das liebe Feedback von euch zu meiner neuen Frisur. Ich habe jetzt so häufig Kommentare dazu bekommen, ja, wie schön ihr die neuen Haare findet, und das freut mich total, weil mittlerweile liebe ich es wirklich richtig, und ich kann mir gar nicht vorstellen, gerade wieder lange Haare irgendwann mal zu haben. Vor allem, wenn ich jetzt Bilder von mir sehe mit langen Haaren, wo ich die offen trage, da denke ich direkt, boah, nee, voll langweilig. Es hat eine Weile gebraucht, es lieben zu lernen, bis ich es wirklich richtig gerne mochte. Am Anfang war es, boah, voll cool, und dann war es aber dann auch ziemlich schnell so, ich weiß nicht, da war ich mir unsicher. Aber das Geile ist halt, das ist einfach so pflegeleicht, ne? Ich mache da überhaupt gar nichts mit. Also wirklich gar nichts. Ich habe am Anfang eine Zeit lang auch immer noch so Lockenzeugs reingeknetet, vor allem halt hier auf die Seite. Aber jetzt, ich gehe duschen, ich lasse die an der Luft trocknen, ich kämme die einmal nach dem Duschen, also mit nassen Haaren, wenn die noch nass sind. Und das war's, sonst mache ich da nix. 0,0. Und das ist einfach so geil pflegeleicht. Halt genauso wie morgens nach dem Aufstehen. Ich kämme da einmal kurz mit dem groben Kamm durch und das war's. Im Prinzip falle ich aus dem Bett und habe die Haare schön. Ja, das ist schon extrem cool, muss ich sagen. Ich hätte direkt mehr Erde drauf.
Topf Nummer 2 ist auch fertig. Für Topf Nummer 3 würde es nicht mehr komplett reichen. Aber so viel wie da jetzt drin ist, mache ich da jetzt rein. Das hier war übrigens mal Lavendel. So, mit den Blumenkästen wäre ich dann fertig. Das Olivenbäumchen übrigens, das habe ich jetzt noch in dem Topf stehen, in dem ich es gekauft habe und halt einfach in diesen Übertopf da reingestellt. Das muss man aber schon umtopfen, oder? Das mache ich aber nicht jetzt, weil da braucht man nämlich nochmal andere Erde für. Die habe ich noch nicht gekauft. Das war jetzt hier total schnöde Blumenerde von Cody, die ich für 1 Euro oder was gekauft habe. Ja, das ist das Chaos nachher. Es ist alles schön voller Erde. Ich werde jetzt erstmal den Staubsauger rausholen. Ja, das war jetzt mein improvisiertes Stativ. Yep, okay. Kleiner Tipp von mir, macht das nicht im Wohnzimmer. Aber ich bin auch sehr, sehr happy, dass das jetzt endlich erledigt ist, auch wenn es jetzt nur so, ja nicht halb erledigt ist, ist ja schon mehr als halb erledigt. Aber beim einen Blumenkasten kann man dann in Zukunft noch ein bisschen mehr Erde reinfüllen. Aber so ist es jetzt erstmal alles eingepflanzt und ich hoffe, dass die gelben Blümchen berappeln sich wieder, dass es denen wieder richtig gut geht und die schön frisch aussehen. Es war halt auch der Wind, der auch die Kräuter, die Minze ist halt auch zum Teil so ein bisschen abgeknickt und so einfach vom Wind. Das ist halt mega ärgerlich, aber es war halt einfach extrem stürmisch hier und wir haben Ende Mai. Traurig, aber vielleicht wird es ja noch. Hoffentlich bald. Dieses Video ist jetzt leider ganz anders geworden, als ich mir das ursprünglich überlegt hatte, als ich den Plan für diese Alles-Neu-Reihe gemacht habe. Es ist zu einem Laber-Video jetzt geworden, in dem ich euch einfach so ein bisschen über die Entwicklung dieses Kanals und die Zukunft hier ja, ein bisschen was erzählt habe. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie informativ für euch und wie gesagt, ich freue mich sehr über eure Unterstützung. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich in alter Frische nächste Woche beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.